Hallo, ich möchte euch heute die neueste Generation des SRAM und DRAM-Testers vorstellen. Inzwischen hat dieser so viele neue Funktionen hinzugelernt, dass er schlicht in Chiptester umbenannt wurde. Der Chiptester wurde entwickelt, um alte Speicherchips aus den 1970er und 80er Jahren testen zu können, die von heutigen Programmiergeräten nicht mehr erkannt werden. Inzwischen können auch noch der Hersteller und Typ von EPROMs identifiziert werden. Das ist praktisch, wenn man günstige Chips gekauft hat, sich aber nicht sicher ist, ob diese eventuell gefälscht sind. Auch kann der Inhalt von vielen ROMs, PROMs und EPROMs erkannt werden, dazu später mehr. Und zu guter Letzt können noch zahlreiche Logikchips in TTL und CMOS getestet werden. Sehen wir uns den Tester jetzt in Aktion an. Wir wollen zunächst ein paar Speicherchips testen. Wir fangen zunächst mit einigen SRAMs an. Zunächst testen wir zwei 2114er Chips. Wir sehen, dass der erste Chip als fehlerfrei angezeigt wird, der zweite Chip ist fehlerhaft. Er liefert anstelle der 0 an Adresse 0 eine 2 zurück. Etwas exotischer ist der 6550, der im Commodore PET 2001 verbaut wurde. Auch hier finden wir wieder einen fehlerfreien Chip und einen fehlerhaften Chip. Als letztes SRAM testen wir noch einen 2111er. Dieser Chip ist mit seinen 256 Speicherzellen A4-Bit fehlerfrei. Nun prüfen wir einige DRAMs. Zunächst zwei 4116er. Dieser Chip benötigt zwei zusätzliche Versorgungsspannungen von 12 Volt und -5 Volt, die vom Tester zur Verfügung gestellt werden. Auch hier wieder zunächst ein fehlerfreier und danach ein fehlerhafter Chip. Jetzt prüfen wir noch zwei 4416er Chips. Auch hier wieder zunächst ein fehlerfreier Chip und danach der fehlerhafte Chip. Und wir sehen sehr schön, dass an Adresse 0 anstelle des Bitmusters 0101 nur die 0 gelesen wurde. Jetzt haben wir hier ein paar EPROMs liegen, von denen wir nicht wissen, wofür diese eingesetzt wurden. Wir probieren den ersten Chip aus, es handelt sich um einen 2716 und sehen, dass das EPROM den Editor für das PET Basic 3 an Position D8 enthält. Beim zweiten Chip handelt es sich nicht um einen 2732, wie er hier zunächst versucht wird zu testen, sondern um einen 462532, der eine identische Pin-Belegung zum 2532 bzw. 2332 besitzt. Auch dieser wird vom Tester unterstützt. Der Chip wird als PET Basic 3 an Position D7 erkannt. Als Besonderheit können auch 6540 ROMs direkt gelesen werden. An diesem ist die Beschriftung noch gut zu erkennen, das ist aber nicht immer der Fall. Es handelt sich um das PET Basic 2 an Position H1. Insgesamt umfasst die Datenbank derzeit ca. 1800 Chips von unterschiedlichsten Herstellern wie Commodore, Sinclair, Atari, Acorn und anderen. Wir können auch prüfen, ob ein EPROM eventuell umgelabelt wurde. Hierzu wählen wir aus, dass die Signatur des EPROMs ausgelesen werden soll und bekommen den Hersteller und Typ angezeigt. Hier ein AM27C128 von AMD. Zum Testen von Logikchips gibt es insgesamt 4 Menüs für TTL bzw. CMOS-Chips und deren Äquivalent aus russischer und DDR-Produktion.
Wir testen jetzt zwei einfache Logikchips. Zunächst den 7400 und dann den 7404. Das waren die wichtigsten Funktionen des Chiptesters. Mehr Informationen zu diesem Projekt findet ihr auf der Webseite des 8-Bit-Museum.de. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.